y'all comfortable. For the record, you ain't tryna grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't tryna link, no time to waste. For the record, yeah. For the record. Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Ich habe den Chris neben mir. Wir sind auf dem Weg zum Motorradhändler, zu Ducati Nebel. Das Wetter ist eher bescheiden. Was heißt bescheiden? Es ist eher wolkig. Und ich habe die Kamera dabei. Wir gucken, dass wir mal ein paar Aufnahmen aufnehmen von der Street Fighter V4S. Der Rupert hat schon gesagt, ich kann die Panigale V4S nehmen. Ich möchte dem Chris nämlich so ein bisschen die Gegend zeigen. Und wenn man schon mal hier ist, dann muss man 2, 3 bestimmte Stellen hier in der Gegend auf jeden Fall gesehen haben. Und ich habe mir gedacht, die Fahrt dahin nutzen, ein bisschen mit Chris zu sprechen, was er schon so für Motorräder gefahren ist. Weil eigentlich hast du mich ja zum Motorradfahren gebracht, ne? Wenn man so überlegt. Ich habe ja mit 18 mal einen Führerschein gemacht, Auto und Motorrad. Da hattest du die Honda Repsol. War das das erste Motorrad, was du hattest, oder was bist du vorher gefahren? Nee, ich habe angefangen mit einer FZR 600 aus den 90ern. Das war mein erstes Motorrad. Und habe mich dann so peu à peu hochgearbeitet. Hatte dann eine YZF 57 mal und bin dann irgendwann zu Suzuki gekommen. Und das war lange meine Leidenschaft, GSX-R 1000. Also erst GSX-R 1100 Modelle als Street Fighter Umbauten und später dann GSX-R 1000 Supersport, als die Kilo Gixxer kam. Genau. Und dann bin ich irgendwann später, dann hatte ich mal die Honda, aber da habe ich mich so ergonomisch nicht so ganz wohl drauf gefühlt. Das war irgendwie nicht so ganz mein Ding. Suzuki hat mir mal am besten gepasst. Dann habe ich mal Harley Davidson ausprobiert. Ja, stimmt. Ja, da saß ich auch mal drauf. Die bist du auch mal gefahren, genau. Ja, das war die Nightrod, ne? Die Nightrod, genau. Das war dann so nach den Kindern. Und dann dachte ich, ja, jetzt hat man ja ein gesetztes Alter, jetzt wird man was Entspannteres. Aber das war dann irgendwie nicht so cool auf Dauer. War ein schönes Motorrad, um Gottes Willen. Ne? Ich fand's richtig geil. Ja, war auch richtig geil, aber in jeder Kurve hat es halt geschliffen, weil man irgendwie noch so in dem Sportmodus war. Und das war mir dann nachher dann doch zu unsportlich. Und bin dann auf eine 1290R gegangen von KTM. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Haben wir eine tolle Tour auf Korsika gemacht. Das war echt schön. Und habe dann letztes Jahr abgegradet auf die 1390R, die aktuelle. Genau, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Street Fighter V4S ist im Vergleich. Die hat ja nochmal 26 PS mehr. Ja, irgendwie so. Nicht rösten, wenn das falsch ist, aber irgendwie so ist es. Genau, da bin ich mal gespannt, was jetzt gleich abgeht. Was würdest du sagen, war bis jetzt das emotional schönste Motorrad, was du bis jetzt gefahren bist? Also, wo du dich drauf gesetzt und gesagt hast, das passt am besten zu mir? Oh, das war tatsächlich damals die GSX-R 1000. Die hatte als erstes ein Freund von mir gekauft. War das finanziell überhaupt nicht denkbar, sich so ein Motorrad leisten zu können, und bin das gefahren. Das war damals Heaven, ne? Das war Motorrad Heaven, das war wirklich der Knaller. Von der FZR 600 damals auf die Kilo Gixxer, ne? Die hat ja 160 PS. Das war so für mich der emotionalste Eintritt in die Motorradwelt. Gut. Vom Komfort wahrscheinlich die Harley, ne? Ja, absolut. Also man muss sich an die Sitzposition gewöhnen. Ja. Diese vorverlegten Fußrasten, das ist natürlich erstmal komisch. Ne? Man sitzt da so ein bisschen wie auf der Toilette drauf. Es war erstmal ein bisschen komisch, aber ergonomisch war es auf jeden Fall. Ja. Also ich fand, das war der bequemste Sitz, auf dem ich jemals saß. Ich bin ja dann nochmal die Lowrider ST gefahren. War mega geil. Also allein Sitzposition, da kann ich mir vorstellen, 1000 Kilometer mitzufahren. Absolut. Ich drücke mich so ein bisschen gleich, die V4S zu fahren, weil die ist halt super sportlich, super aggressiv in der Sitzposition, aber wir haben wahrscheinlich sowieso nicht so viel trockene Stellen, wo wir fahren können. Aber da wirst du mit der Street Fighter wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß haben. Also jetzt gucken wir, dass wir so ein bisschen den Regen umfahren können. Ich darf Chris ein Auto fahren. Meinst du, überleben das? Ich hoffe sehr. Okay. Ich kann Auto. Ich kann gar nicht reden und gleichzeitig fahren. Man muss sich so konzentrieren, dass beim Motorradfahren schon anstrengend. Ja, aber wenn man in einem Auto sitzt, was nicht einem selber gehört, ist nochmal was anderes. Ja. Da willst du ja eigentlich so gar keinen Fehler machen. Ne? Dass man
den Fokus nicht verliert. Ne? Ja. Ich sag mal, mit dem Auto hast du ja vielleicht noch ein bisschen mehr Reserven und ein bisschen mehr Chancen, falls was schief geht. Beim Motorrad hast du halt überhaupt gar kein Room for Error. Ne? Da ist dann direkt vorbei bei Fehlern. Deswegen finde ich das schon ein bisschen entspannter, mit dem Auto zu fahren, aber ein Motorrad ist natürlich wesentlich dynamischer. Ne? Wie war denn das jetzt für dich, so auf der Autobahn zu fahren, Langstrecke zu fahren? Weil so von Dortmund bis nach Bayern, das ist ja schon ein Stück. Du hast zweimal getankt, das ist eine Sache. Ja. Aber wie war das so vom Fahrkomfort? Weil das ist ja schon sehr direkt vom Fahren. Ja gut, es ist halt keine S-Klasse. Ne? Das weiß man, wenn man so ein Fahrzeug auf Langstrecke bewegen möchte. Es ist okay. Ich sag mal, im Ford fährst du natürlich ein bisschen entspannter, in der S-Klasse wahrscheinlich auch. Der Ford wird wahrscheinlich sogar mehr verbrauchen, der Raptor. Definitiv. Der Ford verbraucht halt relativ viel. Ich fahre den mit einem Durchschnittsverbrauch von 11,2 Litern. Diesel ist das ja ein 2 Ist Liter. auch deutlich schwerer, ne? Deutlich schwer. 2,5 Tonnen hat er ungefähr. Und es ist halt nur ein 2 Liter Motor drin. Ein 2 Liter Dieselmotor mit Biturbo. Der ist halt natürlich mit dem Gewicht eher tendenziell überfordert, während dieses Fahrzeug hier eher unterfordert ist und dadurch dann entsprechend auch weniger verbrauchen kann, weil der Motor sich nicht so fürchterlich anstrengen muss. Ich sag mal, so ein Sportfahrzeug holt sich ja auch keiner, um Sprit zu sparen, von daher. Aber trotzdem, ich sag mal, im Vergleich mit einem Ferrari zum Beispiel, du scheinst ja kleiner Ferrari-Fan zu sein. Im Unterhalt ist so ein Porsche natürlich deutlich günstiger als ein Ferrari. Das muss man einfach so sagen. Deswegen Komme ich da nicht fand durch? ich den hier jetzt einen ganz Das ist schönen Baustelle. Kompromiss. Hat der Start-Stopp-Automatik? Ja, aber nicht, wenn du auf Sport Plus schaltest. Jetzt vorbei. Sport Plus. Ja, jetzt wird auch noch lauter. Echt? Ja. Und knallt mehr. I like. Yes. Neu hast du den nicht gekauft, ne? Nein. Ich habe den, wie gesagt, vor 3 Jahren gekauft. Ja. Und da lag der beim Porsche-Händler, ich habe den im Porsche-Zentrum gekauft, lag der bei 92.000 Euro mit knapp 70.000 Kilometer gelaufen. Genau. Porsche noch die Bremsen einmal neu gemacht, rundherum. Das hat natürlich, Kostet auch bestimmt 2.500. ja, da konntest du mal locker mit rechnen. Ja. Das war also ganz gut. Ja. Aktuell sind sie ein bisschen gefallen, die 991.1 Cabrios, aber ja, im Rahmen halt. Aber Cabrio ist schon geil, so für den Sommer. Naja, Porsche-Enthusiasten werden dir sagen, Cabrio fahren, das ist also pfui. Ne? Ja, Porsche Aerodynamik Cabrio, technisch so, wenn das Ding auf ist, natürlich, okay. Die Linie ist kaputt, ne? Und hier und da. War mir aber egal, weil ich fahre gerne Cabrio. Ich mag diesen Sound mit einem offenen Dach. Auch wenn es jetzt den Porsche-Enthusiasten halt nicht befriedigt, weil oben ohne ist okay Was ist für halt mich. Cabrio? Ich ja geil. fahr gerne Cabrio. Aber man merkt schon, dass der lauter ist, ne? Ja, bei Sport Plus macht er die Klappe noch mal ein bisschen weiter auf. Und er knallt halt auch ein bisschen. Das kommt auf dem Mikro, aber sicher nicht rüber. Ich glaube schon, dass man das hört im Mikro. Kleines Gewitter. Vor allem, Ja. wenn nicht Wind ist. Ich bin ja auch schon diverse andere Porsche-Modelle gefahren. Vom Ja. Taycan bis zum aktuellen 992.2. Soundtechnisch ist da natürlich nicht mehr viel los. Im Taycan natürlich sowieso nicht, weil E-Antrieb maximal unemotional. Mag ja, sag ich mal, für den Alltagsbetrieb, wenn jemand im Alltag fährt, ganz in Ordnung Aber sein. braucht man einen Porsche für den Alltag? Würdest du sagen, braucht man? Nein, also Nee, ne? da fahre ich lieber tatsächlich SUVs, weil es mit Familie einfach viel komfortabler ist. Braucht man, Porsche braucht man grundsätzlich nicht, ne? Ja, genau wie du eine V4S nicht brauchst. Ich hatte die Diskussion schon auf YouTube ganz oft. Braucht man eine Panigale für den Alltag? Nö, brauchst du nicht. Nein, brauchst du nicht, aber es ging ja nie ums Brauchen, sondern es ging ums Wollen, ums Haben wollen. Ja, so Sportwagen zu fahren ist ja eigentlich so ein Kindheitstraum von jedem. Außer bei deinen Jungs, die fahren das nicht so gerne mit, ne? Nein, die feiern das nicht unbedingt, weil sie halt hinten sitzen müssen. Wenn sie vorne rechts sitzen, ist es okay, dann fahren sie ganz gerne mit. Aber am besten selber fahren. Aber es geht nicht mit. Dafür sind sie noch ein bisschen jung, aber Ja. das könnte ihnen sicher gefallen. Wie viele Kilometer hast du denn jetzt bewegt? Der hat jetzt leider 79.000 hat der, ne? Ja, leider viel zu wenig, ne? Ich habe mir knapp 70.000 gekauft, jetzt haben wir, was haben wir da, 78, 79.000? 79, ja. Viel zu wenig eigentlich. Er Aber steht gut. eigentlich mehr in der Garage, ne? Ja gut, das ist dann halt die Sache mit der Zeit, ne?
Familie, Wenn man Kinder, selbstständig ist. selbstständig, ne, dann kennst du das ja. Die Zeiten, die Freizeit ist halt begrenzt. Und dann muss man sich entscheiden, entweder fährt man Motorrad oder Cabrio oder macht was mit der Familie. Genau. Ja, wir sind dann irgendwann beim Händler angekommen, durften uns die Street Fighter V4S und die Panigale V4S ausleihen. Und eigentlich haben wir uns über die Motorräder unterhalten. Wie gefällt's Chris auf der V4S? Und ist das im Vergleich zu der Super Duke, die er fährt, ein Riesenunterschied? Und wir haben irgendwann festgestellt, dass unsere Headset nicht mit dem Meshpod Red verbunden waren. Leider. Deshalb konnte ich euch von dieser Zeit nicht viel mit in dieses Video hineinnehmen, aber wir sind dann nochmal losgefahren und zwar am nächsten Tag mit der Bayliss und der V2S, die Chris auch beide gefahren ist. Und ich möchte euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, welche der beiden Motorräder denn nun sein Favorit ist. Ist die neue V2S von 2025 ihm lieber oder die ältere Bayliss, die für mich persönlich optisch und soundtechnisch viel mehr hermacht? Also viel Spaß und jetzt geht's weiter. Das mit dem Mikrofon, mit dem Meshport hat nicht funktioniert. Deshalb sind wir jetzt noch mal eine kleine Runde mit der V2S gefahren und mit der Bayliss. Sein Urlaub hier in der Gegend ist jetzt fast vorbei. Was war bis jetzt dein Highlight? Ja, Motorradfahren, ne? Welches? Motorradfahren, jedes Motorradfahren. Die Landschaft ist ja auf jeden Fall der Oberknaller. Ja, Street Fighter hat viel Spaß gemacht. Finde sie sehr beherrschbar für die hohe Leistung. Man würde ja denken, das ist ja unfahrbar, das Gerät. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied im Vergleich zu deiner 1390, Super Duke. Genau. Ich würde sagen, die ist ein bisschen härter, die Street Fighter. Vom Fahrwerk? Ja, das Fahrwerk ist härter. Die Sitzposition ist ein bisschen anders. Man sitzt ein bisschen sportlich auf der Street Fighter, ein bisschen mehr nach vorne gekröpft. Dann ist auf der Duke ein bisschen aufrechter, die Sitzposition. Ich bin ja die Panigale V4S gefahren, während du die Street Fighter gefahren bist. Ja. Und die Sitzposition ist dann natürlich komplett anders. Du hast ja jetzt gar nicht gesagt, ich setze mich da jetzt gar nicht drauf. Ja, Ne? korrekt. Ja. Ja, in meinem gehobenen Alter, dann kommen dann irgendwann die Knieschmerzen und die Handgelenkschmerzen und da ist die Street Fighter doch deutlich entspannter zu fahren. Panigale V2S bist du gefahren und die Bayliss, hast du da einen Unterschied wahrgenommen? Ich meine, du hast einen 2 Jahre Unterschied vom Baujahr. Absoluter Riesenunterschied bei beiden Maschinen. Die Sitzposition ist vollkommen anders. Die neue V2 hat eher die Tendenz zum Aufrechtsitzen. Die Bayliss ist eine ältere Panigale, ist deutlich sportlicher von der Auslegung her, von der Sitzposition her. Leistung, Dynamik ist irgendwie, hat die neuere untenrum wesentlich mehr Drehmoment, wesentlich mehr Schub als die Bayliss. Und obenrum können wir jetzt noch nicht beurteilen, die V2 ist noch nicht eingefahren, ne? Ist noch nicht eingefahren, da haben wir bei maximal 7000 aufgehört zu drehen. Aber lässt sich super fahren durch die aufrechte Sitzposition und das Drehmoment untenrum, finde ich das ein super Bike, was dann nicht nur für sportliche Fahrer ist, sondern auch für Leute, die gerne mal Touren fahren möchten. Ja. Das wird auf der Bayliss, ich denke mal nach spätestens 3 Stunden ist da irgendwie Ende Gelände. Ne? Ja, absolut. Hast du denn so allgemein einen Favoriten von den beiden oder würdest du sagen, die sind so unterschiedlich, dass man die gar nicht vergleichen kann? Von der Sitzposition und von der Motorcharakteristik sind sie ganz schwer zu vergleichen. Auch wenn sie Schwestern aus dem gleichen Hause sind das doch 2 vollkommen unterschiedliche Motorräder. Ja. Und so allgemein vom Fahrgefühl, fühlt sich auf irgendeiner wohler oder besser? Mir persönlich gefällt die neuere besser. Also jetzt nicht optisch, sondern einfach von der Sitzposition her. Weil ich aber auch keine Rennstrecke fahre, so wie du, ne, sondern mich nur auf Landstraßen bewege, wäre das für mich das Bike, was mir zusprechen würde. Ich persönlich würde natürlich die Street Fighter nehmen. Und da muss man noch vielleicht noch mal zu sagen, die Street Fighter in der Kurvendynamik merkt man schon das Mehrgewicht. Also man muss schon ein bisschen drücken. Gibt es ja auch als V2. Gibt es auch als V2. Ne? Wer die kleine Wieselflink, wie deine V2s in der Kurve bewegen will und schnelle Lastwechsel machen möchte, dafür sind die V2s sicher hervorragend geeignet. Wer auf der Landstraße halt immer mehr als genug Leistung haben möchte, aus jedem Gang heraus war die Street Fighter, ja, schiebt das einfach. Ne? Die zieht auch im 6. So durch wie die V2 im 2. so ungefähr. Ja. Ich meine, du warst jetzt eine Woche hier. Was war so dein Highlight vom Urlaub? Wir haben echt viel gemacht. Wir waren in der Therme, wir waren in Neuschwanstein, wir waren Schloss Linderhof, wir waren am Plansee, wir waren, keine Ahnung, wo wir waren am Kesselberg. So, wir sind mit verschiedenen Motorrädern gefahren. Ja. Was war so denn so das Highlight für dich? Ja, schön ist natürlich Neuschwanstein mal in Natura zu sehen. Kannte ich bisher nur von Bildern. Jetzt habe ich es auch mal in echt gesehen. War auf einer wackeligen Brücke, war mega. Ja, diese Paneelen da, diese Holzbretter auf der Marienbrücke, die sind schon echt weich. Ne? Ja, sie wackeln, die sind so ein bisschen wie Wippe. Ja. Schon spannend. Nein, war schön. Also auch Linderhof sehr schön, hat mir auch sehr gut gefallen. Plansee, wunderschön. Diese Blaufärbung des Wassers und dann waren wir ja noch in der bayerischen Karibik. Stimmt, ja. Sehr nice, sehr schön, kann man alles empfehlen. Nein, hier ist einfach alles schön. Und eigentlich müssten wir mal Videos machen. Du hast ja beide
Super Dukes da. Die müsste man eigentlich auch mal vergleichen. Ja, genau. Wir haben eine 1390 und eine 97. Ist ja auch genau 2 unterschiedliche Leistungsklassen und auch Gewichtsklassen. Ja. Ganz klar. Die 97 ist natürlich vom Handling her was ganz, ganz anderes. Das wortwörtliche, sprichwörtliche Kinderfahrrad im Handling her. Ja. Wenn man bei der Duke natürlich durch das höhere Gewicht, ist klar, doch ein bisschen mehr Kraft einsetzen muss. Ich sag mal, wenn ich jetzt nicht voll Lust auf Attacke habe, dann fahre ich doch lieber die 97. 1390 ist halt immer Attacke. Ne? Mit dem Fahrzeug, mit dem Motorrad ist man immer zu schnell. Immer. Das ist wieder auf der Street Fighter auch. Du drehst einmal am Gas und du bist direkt im Fahrverbot. Da machen wir natürlich nicht. Ne? Wir halten uns an Verkehrsvorschriften, aber es fällt dann schon ziemlich schwierig, sich dran zu halten, weil man ist direkt Lichtgeschwindigkeit schnell. Ne? Ja. Und das ist, ich sag mal, auf der V2 und auch auf der 97 halt anders. Da ist es doch noch ein bisschen entspannter. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze hier filmen, ist Samstag. Zu dem Zeitpunkt, wo du es anschaust, ist Sonntag. Das heißt, ich werde es heute wahrscheinlich über Nacht noch nachbereiten, damit ihr das euch morgen anschauen könnt. Und somit ist das eigentlich der letzte Aufruf für die Verlosung, fürs Gewinnspiel. Also das geht ja bis Ende Mai. Am 1.6. werde ich das auslosen. Es gibt ein Video, da steht alles drin, was ihr für den 100 € Louis-Gutschein machen dürft. Und zwar ist das den Pitland Productions Kanal folgen, einen Daumen hoch geben und einen Kommentar unter dem Video posten, was ich euch verlinke. Schaut euch das gerne an. Wird jetzt am 1.6. ausgelost, wenn ihr Bock habt auf einen 100 € Louis-Gutschein. Ich denke, da kann jeder was mit anfangen. Was würdest du dir für einen 100 € Louis-Gutschein kaufen? 100 Sturmhauben. Digga. Das ist eine Ratte. Oder? Ist das eine Ratte? Ja, das ist eine Maus, Mann. Die hat Bock auf deinen Louis-Gutschein. Die Maus. Die läuft gerade los und will auf Abo drücken, auf Abonnieren drücken. Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich würde mir irgendwie so Knieschleife oder Handschuhe oder sowas kaufen. Ja, Knieschleifer gehen immer wahrscheinlich, wenn man noch keinen Sehner hätte, dann würde ich dann raten zu investieren. Das ist eine prima Sache. Ne? Kann man verschiedene Apps mit nutzen, die sehr sinnvoll sind. Ja, absolut. Und die Kommunikation beim Fahren, das gab es halt früher nicht. Da hat man sich mit Handzeichen verständigt oder musste immer warten. Und diese Kommunikationssysteme, das ist was ganz Hervorragendes. Ja, wenn ihr besondere Wünsche habt für diesen YouTube-Kanal, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin dafür alles offen. Vielleicht könnten wir mal die Autos vorbeifahren lassen. Vielleicht könnten wir ja mal ein paar andere Motorräder testen. Ich meine, es ist ja super Ducati-lastig. Es schauen natürlich auch jetzt nicht nur Ducati-Zuschauer zu. Also es gibt auch Menschen, die interessieren sich für andere Bikes. Aber ich glaube, wenn wir mal zu anderen Herstellern sagen, können wir da mal 1, 2 fahren, da kann man bestimmt schon was machen. Ja. Welches würdest du immer gerne fahren? Du bist ja schon echt viel gefahren. Ja, Kawasaki H2 würde ich gerne mal fahren. Weil ganz anderes Antriebskonzept mit Kompressor. Da wird die Motorcharakteristik interessant sein. Bin ich noch nie gefahren. Fände ich mal ganz spannend. Und Kindheitstraum, Jugendtraum, eine Hayabusa Turbo, das würde ich mal gerne erleben, was da passiert. Einfach fürs Gefühl so. Einfach nur das fürs Gefühl, was passiert da, wenn der Turbolader einsetzt. Ja. Das muss der absolute Was mich mal reizen würde, wäre so eine Boss-Hoss. Einfach so ein V8. Also ich meine, ist super unpraktisch wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich hier nichts mit anfangen. Ja. Aber einfach mal dieses Gefühl von dieser Vibration, von diesem Motor, wenn du da drauf sitzt. Ich meine, das war auf der Nitro ja schon echt geil. Ne? Ja, okay. Ich meine, es gibt viele Themen, über die wir sprechen können. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.